Kennst du das? Du scrollst, du tappst, du klickst und plötzlich ist Mittag. Und irgendwie war der Tag, da. Nicht schlimm. Machst du halt morgen was draus. Aber genau das ist der Denkfehler. Wir leben, als hätten wir unendlich viele Morgen. Dabei läuft die Uhr längst. Und keiner weiß, wie viele Tage noch auf dem Konto sind. Vielleicht ist jetzt ein guter Moment, kurz zuzuhören. Kapitel 1. Die Uhr läuft, auch wenn du gerade Pause machst. Stell dir mal vor, dein Leben ist wie ein Konto, aber nicht mit Geld, sondern mit Tagen. Und auf diesem Konto liegen, wenn alles gut läuft, rund 30.000 Tage. Das sind ungefähr 83 Lebensjahre. Das klingt erstmal nach viel, fast unendlich. Aber wenn man es mal ehrlich ausrechnet, mit 30 hast du schon über 11.000 Tage verbraucht. Bleiben also noch rund 19.000 Tage übrig. Mit 40 schon 14.500 Tage weg, noch circa 15.000 übrig. Das Konto ist halb voll oder eben schon halb leer. Deine Entscheidung. Mit 50 fast 18.500 Tage ausgegeben, vielleicht noch 12.000 übrig. Und trotzdem denken wir, ach, das mache ich später, irgendwann. Aber irgendwann, dieses kleine, gemütlich klingende Wort, bedeutet oft, mache ich nie. Frag dich mal ehrlich, wie oft hast du dir schon vorgenommen, eine Sprache zu lernen, zu reisen, ein Buch zu schreiben oder einfach mal pünktlich schlafen zu gehen? Und dann kam, ach, morgen ist ja auch noch ein Tag. Das Problem ist, irgendwann kommt der Tag, an dem dieses Morgen nicht mehr kommt. Die Frage ist also, willst du zuschauen, wie deine Zeit abläuft? Oder willst du anfangen, sie zu gestalten? Kapitel 2. Warum Kindheit ewig war und der Alltag wegrennt. Als Kind war ein Tag ein Abenteuer, der Weg zum Bäcker, spannender als jeder Blockbuster, die neue Eissorte, eine wissenschaftliche Sensation. Ein Nachmittag im Garten konnte sich anfühlen wie ein ganzer Sommer. Und heute? Aufwachen, Kaffee, Arbeit, Netflix, Schlafen, Repeat. Woche um Woche. Und plötzlich fragst du dich, warum fühlt sich das Leben heute so schnell an, wo früher doch ein Tag eine halbe Ewigkeit war? Die Antwort hat weniger mit Zeit zu tun, sondern mit deinem Gehirn. Denn dein Gehirn speichert vor allem neue Erlebnisse ab. Alles, was neu ist, bleibt hängen. Und alles, was sich wiederholt, das wird einfach übersprungen. Routine ist wie Skip Intro bei Netflix. Kenn ich schon. Weiter. Und so rauscht die Zeit durch. Nicht, weil sie schneller ist, sondern weil sie sich nicht besonders anfühlt. Kapitel 3. Neue Erlebnisse verlängern dein Leben. Gefühlt. Dein Gehirn ist schuld daran, dass die Tage verschwimmen, aber genau das macht es auch zur Lösung. Du kannst es nämlich austricksen. Mach öfter mal was Neues. Nimm einen anderen Weg zur Arbeit. Probier eine Sportart aus, bei der du dich albern fühlst. Sprich mit jemandem, mit dem du sonst nie reden würdest. Jede neue Erfahrung ist wie ein Lesezeichen im Buch deines Lebens. Sie macht den Tag spürbar, merkbar, echt. Denn unser Gehirn misst Zeit nicht in Sekunden, sondern in Erinnerungen. Und noch ein Denkfehler. Wir überschätzen, was wir an einem Tag schaffen, aber wir unterschätzen, was in einem Jahr möglich ist. Aber was bedeutet das? Ein Minischritt am Tag wird auf Dauer zum Langstreckenlauf. Und du wirst merken, irgendwann hast du Strecke gemacht. Langfristig zählt. Kurzfristig sieht man oft noch nichts. Kapitel 4. Busy sein ist nicht gleich wichtig sein und warum Prioritäten wie Zinsen wirken. Kennst du das? Du hast den ganzen Tag gemacht, getan, erledigt und trotzdem das Gefühl, irgendwie war's nichts. Feierabend. Aber statt Zufriedenheit bleibt da nur Müdigkeit. Vielleicht hast du ein paar Mails beantwortet, die To-Do-Liste halb abgearbeitet und 43 Tabs offen gehalten, aber irgendwie fehlt das Wofür eigentlich? Und genau da wird's spannend. Denn beschäftigt sein heißt noch lange nicht wichtig sein. Man kann sich auch wunderbar mit Nebensachen verausgaben und das, was wirklich zählt, dabei übersehen. Mach mal den Sterbebett-Test. Wenn du alt bist, was wird dir wichtig gewesen sein? Dass du Dienstagabend noch den Excel-Bericht fertig gemacht hast? Oder dass du den Abend mit deiner Familie verbracht hast? Und hier kommt ein Gedanke, der unterschätzt wird. Kleine Entscheidungen summieren sich, wie Zinsen auf einem Sparkonto. Einmal etwas Wichtiges tun, schön, aber jeden Tag einen kleinen Schritt in die richtige Richtung, das verändert dein Leben. Man nennt das den Compound-Effekt. Kleine Handlungen, regelmäßig wiederholt, werden mit der Zeit mächtiger als jede große Aktion. Oder wie man so schön sagt, Kleinvieh macht eben doch Mist, und zwar ordentlich. Kapitel 5.
Beziehungen, kleine Gesten, große Wirkung. Viele glauben, Beziehungen laufen einfach so weiter. Wie ein Netflix-Abo. Einmal gestartet, läuft's schon. Aber echte Beziehungen brauchen Pflege. Nicht jeden Tag ein Liebesbrief, aber kleine Signale. Hey, ich denk an dich. Wie geht's dir grad? Das ist wie beim Pflanzengießen. Einmal in der Woche reicht oft. Aber wenn du monatelang nichts machst, wird's irgendwann welk. Und jetzt mal was Spannendes. Nicht nur die engen Freunde sind wichtig. Auch die Weak Ties, also die losen Kontakte. Der Nachbar, den du immer grüßt. Die Kollegin aus der anderen Abteilung. Gerade die bringen oft frische Ideen, neue Chancen oder ungeahnte Perspektiven. Beziehungen gedeihen durch kleine Gesten, nicht durch große Bühnenauftritte. Kapitel 6. Karriere. Raus aus dem Käfig, rein ins Abenteuer. Viele stellen sich Karriere wie eine Leiter vor, Stufe für Stufe nach oben. Immer höher, immer weiter. Aber was, wenn es in Wirklichkeit eher ein Hamsterrad ist? Du rennst und rennst, aber kommst nicht vom Fleck. Klar, du steigst vielleicht auf von Junior Hamster zu Senior Hamster. Du kriegst den goldenen Laufradpokal für besonders fleißiges Rennen. Aber am Ende bist du immer noch im gleichen Käfig. Mit Zertifikat an der Käfigwand, aber noch immer auf derselben Stelle. Wirklich spannend wird's erst, wenn du mal einen Schritt zur Seite machst. Nicht gleich kündigen, auswandern und Bananenbauer werden, sondern erstmal kleine neue Wege testen. Vielleicht lernst du eine Fähigkeit, die nur indirekt was mit deinem Job zu tun hat. Oder du nimmst ein Projekt an, das du noch nie gemacht hast. Genau da öffnen sich oft Türen, die du vorher gar nicht gesehen hast, weil du nur auf den nächsten Titel geschaut hast. Karriere ist kein Aufzug. Sie ist ein Spielplatz, ein Klettergerüst. Manchmal gehst du hoch, manchmal zur Seite. Manchmal musst du auch mal kurz runter, um dann auf eine neue Ebene zu kommen. Und wenn du mal prokrastinierst, mach wenigstens was Sinnvolles draus. Lern was Neues, probier was aus. Oft sind genau diese Nebenwege deine spannendsten Chancen. Kapitel 7. Energie, die unsichtbare Superkraft. Viele denken, wenn ich nur genug Zeit habe, kriege ich alles hin. Aber das stimmt nicht. Denn was bringt dir ein freier Nachmittag, wenn du so müde bist, dass du nur noch auf dem Sofa hängst und nach 3 Stunden TikTok nicht mehr weißt, was du gesehen hast? Die Wahrheit ist, nicht Zeit ist die wichtigste Ressource, sondern Energie. 8 Stunden wach und fit sind mehr wert als 12 Stunden im Halbschlaf. Schlaf ist keine verschwendete Zeit. Bewegung ist kein Extra für fitte Leute. Gutes Essen ist kein Lifestyle-Ding, es ist Brennstoff. Wenn du feststeckst, beweg dich, geh raus. Dein Körper kommt zuerst in Bewegung und dann zieht dein Kopf nach. Wie ein überfordertes Handy, das erst wieder funktioniert, wenn du erst mal alle Tabs schließt und durchatmest. Kapitel 8. Gefühle sind wie Wetter, sie gehen auch wieder weg. Wut, Angst, Frust, das sind wie kurze Sommergewitter. Die rauschen rein, donnern kurz durch und wenn du ihnen nicht nachtrauerst, sind sie auch schnell wieder weg. Biologisch dauern Gefühle ca. 90 Sekunden. Alles, was danach bleibt, hältst du fest. Beispiel: Der Autofahrer schneidet dich. Du kannst ihn 10 Sekunden verfluchen. Oder 2 Stunden später immer noch drüber reden, als hätte er dir den Parkplatz fürs Leben geklaut. Tipp: Du darfst deine Gefühle spüren, aber baue ihnen bitte kein Ferienhaus in deinem Kopf. Und sag frühzeitig, was dich stört. Unklare Dinge werden im Kopf immer größer. Das kleine Missverständnis wird sonst schnell zum Drama in 3 Akten. Kapitel 9. Dein Leben ist kein fertiges Puzzle, sondern ein Lego-Set ohne Anleitung. Viele denken, ihr Leben ist wie ein Puzzle. Alle Teile sind da, man muss sie nur noch zusammensetzen. Ist es aber nicht. Es ist eher ein Lego-Set ohne Anleitung. Die Teile liegen da, aber was du draus baust, entscheidest du selbst. Du kannst das Standardhäuschen bauen oder ein Raumschiff oder jeden Tag was anderes. Fang nicht an, erst den perfekten Plan zu schreiben. Starte mit 5 Minuten am Tag. Ein kleiner Schritt reicht. Dein Leben ist kein fertiger Bauplan, sondern ein Prototyp. Du darfst testen, scheitern, umbauen, neu anfangen. Und was Erfolg heißt, legst du selbst fest. Mehr Zeit mit der Familie, ein ruhiger Morgen ohne To-Do-Liste oder ein Projekt, das noch keiner versteht, außer dir. Frag dich regelmäßig, baust du dein Leben selbst oder montierst du nur nach Anleitung? Fazit: Die Zeit läuft, immer. Die Frage ist, willst du zuschauen, wie sie abläuft? Oder willst du anfangen, sie zu gestalten? Vielleicht war das hier nur ein Video. Vielleicht war es aber auch ein kleiner Moment zum Innehalten. Wenn du solche Gedanken öfter hören willst, drück gern auf Like, abonnier den Kanal und denk dran. Manchmal reicht ein Impuls, um etwas in Bewegung zu bringen. Du hast vielleicht noch 10.000, 15.000, 20.000 Tage auf dem Konto. Die Frage ist, was machst du heute mit einem davon?